Hallo und herzlich willkommen. Heute präsentieren wir euch die Tragetücher auf Steroide, nämlich die APLS Evakuierungstücher von der Firma Paperback Industries aus Kalifornien. Wir haben hier die ganze Produktpalette von der Firma Paperback Industries vorliegen, nämlich die APLS-Produkte. Und zwar handelt es sich dabei um Evakuierungs- oder Tragetücher. Und zwar nicht so, wie man es kennt, im Standard ganz normal dünn zum unten drunter legen mit verstärkten Griffen, sondern die hier sind alle zusätzlich noch wärmeisolierend, sind klein und schmal verpackt und sind eher was für den intensiven Outdoor-Bereich, sagen wir es mal so. Alles, was militärisch, polizeilich, THW, Rettungsdienst wäre, für die ist das alle interessant. Wir fangen mal an, und zwar, wir haben hier alle 4 schon mal für euch mit ausgebreitet. Ganz auf der Seite hier haben wir den APLS Lifeguard. Gleich mal vorweg, alle Produkte haben eines gleich, nämlich sie sind alle aus Stoff gemacht und haben 8 verstärkte Griffe mit außenrum und einen Auslaufschutz unten mit dran und innen drin eine saugfähige Auflage. Das bedeutet, die Griffe außen dran sind schon mal so gemacht, dass sie nicht intensiv einschneiden. Das kennt vielleicht der eine oder andere, dass man dann diese Abdrücke an den Fingern noch mit drauf hat, wenn man da schleppen muss. Und sie sind vom Volumen her so gemacht, dass man mit Kleidung reinpasst, dass man auch mit Stiefeln da reinpassen würde. Sie sind so gemacht, dass unten dran jeweils immer eine kleine Rinne oder eine Klappe mit dran ist, um Körperflüssigkeiten, die mir vielleicht beim Einladen ins Fahrzeug entgegenkommen können, um das zurückzuhalten. Und alle 4 sind selbstverständlich dann wärmeisoliert gemacht. Wir schauen uns das APLS Lifeguard mal mit an. Das ist die leichteste, dünnste Variante von allen, nämlich mit nur 650 Gramm. Und trotz allem eine Tragkraft von 145 Kilogramm im nassen Zustand mit Körperflüssigkeiten drin, also mit Flüssigkeiten drin, aber im trockenen Zustand schaffen die noch mal ein bisschen mehr, nämlich ungefähr 158 Kilogramm. Die Lifeguard kann insgesamt Flüssigkeit aufnehmen von 1/4 Litern. Das heißt, hier ist eine Zellulose-Einlage mit drin, wo Blut oder Sekrete, irgendwas aus dem Körper mit aufgenommen werden kann. Auch die kommt Vakuum verpackt, ist ganz dünn, ganz leicht. Wir sehen auf der Innenseite haben wir diese Aluminiumbedampfung mit drauf. Das heißt, das ist die isolierende Schicht, die wir mit haben von außen. Es ist eine versiegelte Nylonbeschichtung quasi von außen mit dran, um das Ganze abzudichten. Wir haben bei allen Produkten immer so eine Kopfhaube noch mit dabei, die ich mit Klett am Patienten fixieren kann. Und bei der Lifeguard ist es so, dass ich die komplette Länge jeweils mit einem Klettverschluss verschließen oder wieder öffnen kann. Das heißt, ich kann bei meinem Patienten dann auch den Bereich, den ich vielleicht immer noch mal nachkontrollieren müsste, wo ich einen Tourniquet nachschauen will, wo ich den IV-Zugang nachschauen will, da kann ich den Klett jederzeit mit öffnen. Hier haben wir noch eine Dokumententasche oder Dokumentationstasche mit drin, wo einfach Kleinteile mit reingelegt werden können, mit verpackt werden können, um das beim Patienten zu belassen. Das Kopfteil, weil wir es erwähnt haben, kann bei dem mit Klettverschluss abgenommen werden. Und wir schauen es uns einfach nochmal hier an. Auf der Rückseite sind die Tragegurte durchgehend. Das heißt, alle 8 Tragegriffe, die wir haben, sind nach links und rechts jeweils mit der anderen Seite dann verbunden zum stabileren Tragen. Gut, gehen wir gleich weiter zum nächsten. Das wäre der APLS Thermal Guard Mylar. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir blenden euch die Bezeichnung am besten nochmal mit ein. Auch hier 8 Tragegriffe, die sind hier schon mal ein bisschen verstärkt nochmal gemacht, also nochmal angenehmer zu tragen. Ist insgesamt auch so ein Nylongewebe. Der Unterschied bei dem Ganzen macht aus, insgesamt wiegt das ganze Teil 1,3 Kilogramm, ist auch über die komplette Länge mit einem Klettverschluss zu öffnen, den ich im Halsbereich, aber auch wo ausreichend Platz mit dran ist, wo ich das am Patienten eng anliegend verschließen kann, damit der Wind da oben nicht mehr durchgeht. Auch hier haben wir innen drin diese Zellulose-Schicht und die nimmt insgesamt 1,7 Liter auf, also ein bisschen mehr als bei dem vorherigen, bei dem Lifeguard. Auch da haben wir diese Kopfhaube mit dran, die auch mit einem Klett verbunden ist und die schön weit mit runter geht. Das heißt, der Nacken-Rückenbereich, wenn man es richtig ausklappt, ist dann gleichzeitig auch so eine Kältebrücke oder eine Überbrückung für die Kälte, damit eben da auch der Wind nicht in den Nackenbereich mit reinkommt. Jawohl. Dann gehen wir gleich mal zum nächsten mit über. Das ist das APLS Thermal Guard. Das heißt, ist nochmal intensivere Version von dem Ganzen, ist noch hochwertiger gemacht. Also wir haben es mal gestaffelt von links nach rechts für euch, wie
intensiv oder aufwendig, dass das gemacht ist und wie gut das Ganze schützen kann. Hier haben wir es nochmal ein bisschen mehr isoliert. Ich mache mal den Reißverschluss kurz auf. Und auf der ganzen Länge haben wir hier insgesamt einen Reißverschluss noch mit dran. Das Ganze wiegt insgesamt 3,2 Kilogramm, hat allerdings dafür eine höhere Tragkraft, nämlich bei ungefähr 190 Kilo im nassen Zustand. Und es hat eine Flüssigkeitsaufnahme von 4 3/4 Litern, also 4,75 Litern. Das Ganze hier lässt sich aufhalten auf 2,30 Meter Länge und auf 83 Zentimeter Breite. Und hier ist der Unterschied zu den anderen beiden. Die Tragegriffe sind hier mit eingearbeitet in das ganze System und sind innen drin aber auch schön gepolstert. Das heißt, außen dran haben wir eine Randnaht, die aber dann nicht in die Finger einschneidet, weil hier wirklich schöne Polster mit drin sind. Finde ich immer ganz wichtig. Bei der Kapuze gibt es auch nochmal einen Unterschied. Das Ganze ist nämlich innen mit einem Vlies ausgelegt, was sich super angenehm anfasst und so wie bei den anderen Modellen auch mit einem Klett zu verschließen. Die Kopfhaube lässt sich mit einem Reißverschluss da hinten mit abtrennen. Das heißt, ich könnte das auch beim Patienten dran lassen, wenn ich das Ganze, wenn ich ihn aus dem Tragetuch wieder mit raushole. Besonderheit ist hier bei dem letzten übrigens auch noch, wir haben links und rechts Eingriffe noch mit dran, jeweils 2 Stück. Die gehen mit Klett auf. Das heißt, ich muss nicht den ganzen Reißverschluss aufmachen, um an die wichtigsten Teile des Patienten dranzukommen, um meinen Zugang oder so zu kontrollieren, sondern ich habe hier Klettfächer, wo ich einfach mal aufmachen kann und mein Tourniquet oder so nochmal überprüfen kann, dass alles noch richtig sitzt. Dann haben wir unten dran das Bodenfach, also dieser Auslaufschutz ist hier auch mit einem Reißverschluss gesichert und auch das Fußteil ist da unten dran mit einer saugfähigen Unterlage gemacht, damit, wie gesagt, das Blut oder Körperflüssigkeiten beim Beladen von Fahrzeugen nicht auf mich zukommt. Das ist immer äußerst unangenehm, wenn das denn so ist. Auch hier haben wir eine Dokumententasche mit dran und 2 sogar am Fußbereich. Die sind auch mit Klett gesichert, um Kleinteile und Dokumente ordentlich unterzubringen. Eine von den beiden größer, die andere kleiner. Noch eine Besonderheit möchte ich mit erwähnen bei der, und zwar hinten im Nackenbereich haben wir da, wo man trägt, auch nochmal so ein Kopfpolster mit drin. Das heißt, wenn man sieht, dass die Kopfhaube da oben mit drauf liegt, dann liegt der Kopf auch nochmal mit gepolstert, also von unten auch nochmal zusätzlich wärmeisoliert. Was man bei dem noch dazu sagen muss, wir haben hier richtig gewebtes, festes Nylonmaterial. Im Vergleich zu dem anderen, da haben wir eher so ein ganz dünnes Ripstop-Material, was man so von Regenponchos zum Beispiel oder so kennt. Und hier ist es fast wie stabiles Rucksackgewebe, was wir da außen mit dran haben. Dann gehen wir zum letzten schon mal mit über. Das wäre die Kombination aus dem Ganzen plus noch ein Zusatzpaket. Und das ist dann wirklich der Sportwagen unter diesen ganzen Transporttüchern oder Liegen, was man dann mit hat, lässt sich auch relativ klein und vakuumverpackt gut transportieren. Wiegt insgesamt dann allerdings 4,5 Kilo, das muss man dazu sagen. Die Bezeichnung von dem Modell ist das Rigid Mylar Thermal Guard. Hat von der Tragkraft her, so wie die ersten beiden, auch 145 Kilo im nassen Zustand. Hat aber allerdings eine ganz tolle Besonderheit noch mit drin. Und zwar, wenn ich das mal rumdrehe auf der Rückseite, da sehen wir die Beschriftungen schon und so wäre es auch direkt nach dem Auspacken zu machen. Das heißt, ich lege das erstmal mit der Oberseite nach unten und dann sehen wir hier schon die eingestickte Markierung für Fuß und hier für den Kopf. Das heißt, dann kann ich das auch nicht vertauschen oder falsch rum hinlegen, sondern es liegt neben dem Patienten so, wie wir es dann später brauchen. Und jetzt haben wir hier oben und unten jeweils Markierungen für ein Rahmengestell, was unten mit drin ist, um den Patienten gerade zu liegen zu haben. Das spüre ich auch, wenn ich hier drauf fasse, dann ist da unten in dem Bereich ist eine Kunststoffplatte oder Schienensystem mit drin und das Ganze kann ich auseinanderziehen, wenn ich hier oben diesen roten Griff dann mir hernehme und dann kann ich das bis auf die Höhe nach oben ziehen, bis es einrastet, da hört man ein Klicken. Das gleiche mache ich im Fußbereich dann auch nochmal. Und dann habe ich tatsächlich eine stabile, feste Unterlage für den Patienten. Das heißt, das Ganze ist
so gut wie verwindungssteif, also recht stabil. Da liegt der Patient drauf. Bequem ist anders, das muss man auch dazu sagen, aber er hat eine stabile Unterlage. Das Ganze ist natürlich bei weitem nicht so fest, wie wenn ich den Patienten auf einem Spineboard oder auf einer Vakuummatratze lagere, aber trotz allem unten verwindungssteif und es reduziert die Bewegung insgesamt an der Wirbelsäule natürlich auch ein bisschen mit. Wir haben hier auch Dokumententaschen, wir haben Kletteingriffe mit dran, so wie bei der vorherigen, die sehr gut funktionieren. Auch hier kann ich reingreifen und kann meinen Patienten erreichen, meine Maßnahmen kontrollieren, die ich gemacht habe. Und das ganze System verschließt sich mit Klett. Ich mache es mal auf der ganzen Länge. Ich finde es immer wichtig, dann, wenn man sowas macht, dem Patienten das zu sagen, vor allem im Kopfbereich, wenn ich arbeite, wenn der da schon drin liegt und ich reiße da Klettverschluss auf, ist es äußerst laut und es ist äußerst unangenehm für den Patienten, wenn der das vorher nicht weiß. Das muss man schon mit ansprechen, sonst erschrickt er da tatsächlich. Hier haben wir innen drin Sicherungsgurte für den Patienten, einmal für die Brust und einmal für den Beinbereich. Und auch hier haben wir diese Zellulose-Saugunterlage noch mit drin. Bis auf die erste sind alle drei geeignet, um die an Kranken liegen mit zu befestigen. Das heißt, da sind Gurte mit dran. Auf der Rückseite schwenkt man vielleicht noch mal kurz damit rüber. Bei dem ist es so gelöst, dass hier oben ein Gurtband mit drauf ist mit einer Fastex-Schließe und dann kann ich das auf der Krankentrage einfach mit festmachen und zusätzlich natürlich die normalen Standardgurte noch mit drauf machen. Dann haben wir bei der hier auch mit Klett gesichert die Kopfhaube mit dabei. Und die ist tatsächlich ein bisschen minimalistischer gehalten. Das heißt, hier haben wir außen dran wieder dieses dünne Nylongewebe, Ripstop-Gewebe, innen Aluminium bedampft. Das ist am Kopfbereich auch so, allerdings nicht so schön mit einem Fließstoff innen ausgelegt, wie wir es da drüben haben. Aber das da wäre dann wohl eher für den richtig intensiv kalten Bereich. Also eine dünne Kopfhaube, auch schön mit einem Übergang für den Halsbereich wieder. Und eine Besonderheit haben wir bei der hier noch mit dran. Und zwar, wir haben in der Mitte noch die Möglichkeit, hier auch nochmal mit aufzumachen. Das heißt, ich muss nicht komplett von oben nach unten aufmachen, sondern ich kann durch die einzelnen Schlaufen gehen, die wir hier an der Seite haben, durch diese Seitenöffnungen, kann von links oder rechts an den Patienten ran und ich kann auf der Hälfte das nochmal aufteilen und auch nochmal mit anschauen. Kommen wir zum Fazit von dem Ganzen. Also sehr intensiv aufgearbeitet, das ganze Thema, sehr darauf geachtet, den Patienten warm zu halten. Die Hypothermie ist gerade bei starken Blutungen oder lebensbedrohlichen Verletzungen ist eine ganz große Gefahr, die Hypothermie. Umso weiter die Körpertemperatur runtergeht, umso schlechter wirken Medikamente, umso schlechter kann die Blutgerinnung dabei helfen, meine Wunde zu verschließen. Und da wurde hier speziell Wert drauf gelegt. Also es sind wirklich nicht nur einfache Tragetücher, sondern ganz intensiv aufgebaute, stabile, robuste Produkte, die natürlich auch in der US-Armee schon benutzt werden und es hat natürlich auch seinen Stellenwert da. Durch das kleine Packmaß sind sie leicht im Fahrzeug auf jeden Fall zu verstauen. Für den Rucksack mehrere mitzuführen, halte ich jetzt eher für nicht sinnvoll, sondern wenn, dann muss man es halt auf mehrere Personen verteilen innerhalb von der Gruppe oder von dem Team. Und je nachdem, welche Einsatzgebiete ich natürlich habe, kann ich dann unterschiedlich auswählen, wie intensiv ich meinen Patienten auch geschützt haben möchte beim Transport. Sehr aufwendig, wir waren wirklich überrascht, was die Produkte alles mitbieten. Wir haben es vorhin ausgepackt. Wir sind begeistert davon und können nur eine Empfehlung mit aussprechen dafür. Ihr bekommt die Produkte bei der Firma Vero. Wir blenden euch den Link hier unten nochmal mit ein. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, dann kommentiert es uns gerne unten mit drunter und gebt uns ein Like auf das Video und noch ein Abo mit dazu. Würden wir uns freuen. Von mir aus, wie immer, gerne wieder wenige Einsätze wünsche ich euch und wenn dann nur gute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.